Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Dieses wunderbare Zitat, was oft Einstein in den Mund gelegt wird, beschreibt so treffend, was ich ganz oft im Alltag erlebe. Mein Name ist Heike und als Body Mind Energy Guide widme ich mich voll und ganz der ganzheitlichen Gesundheit. Und dabei nutze ich absolut verliebt so geniale Tools wie Human Design und andere energetische Heilmethoden. Die Menschen haben Sorgen, Probleme und Herausforderungen. Es ist ganz egal, ob auf körperliche oder auf mentale Art. Doch irgendwie bleiben sie einem Weg treu. Sie gehen zum Beispiel immer wieder zu dem gleichen Arzt. Sie nehmen über Jahre lang die gleichen Medikamente oder ein ganz anderes Beispiel, sie rucken jahrelang an der Leine ihres Hundes, damit dieser nicht zieht. Sie gehen irgendwie immer wieder den gleichen ausgetrampelten Weg und hoffen irgendwie, dass es sich plötzlich verändert. Es ist ein bisschen verrückt, oder? Stecken Gewohnheiten dahinter, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken, wie lange man eigentlich den gleichen Lösungsansatz verfolgt, ohne dass man Erfolg hatte? Oder glaubt man vielleicht gar nicht mehr eine Lösung daran und hat quasi resigniert, lässt alles vor sich hin plätschern und macht deswegen immer das Gleiche? Ist es die Angst vor neuen Wegen, das unbequeme Gefühl, was man hat, wenn man irgendwas Neues macht, irgendwas, was man vorher noch nie getan hat? Das ist ja immer ein bisschen unkomfortabel. Ohne Mist, ich kann wirklich super empathisch sein. Aber es gibt Momente, wenn Menschen sowas tun, wo es mir unglaublich schwer fällt, mich in sie hineinzuversetzen. Natürlich wurde ich auch in meinem Leben schon getestet, wie flexibel ich im Denken bin. Kann ich Angezogenes ignorieren? Kann ich mich frei machen von den Meinungen meiner Umgebung oder der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin? 2018 ist mein Lebensgefährte Sven bei einem Rennradunfall tödlich verunglückt. Und damals stand die Welt nicht nur still, sondern es tat körperlich so weh, dass ich wirklich nicht wusste, wie ich es aushalten soll. Ich bin oft am Morgen aufgewacht oder habe dann irgendwie am Tag auf einmal so einen Schmerz bekommen, dass ich manchmal überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das irgendwie ertragen kann oder soll. Der Gedanke, dass er irgendwie weg ist und nicht bloß weg, sondern für immer weg, wie ausgelöscht, das war deutlich mehr, als ich irgendwie hätte ertragen können. Und natürlich muss das Leben irgendwie weitergehen. Das ist der beschissenste Satz, den man in der Situation hören will, aber es ist halt so. Und ich habe einfach angefangen, mir Fragen zu stellen. Ist es so, wie wir beigebracht bekommen, dass wenn jemand geht, er für immer weg ist? Wir haben das so gelernt, der Tod ist das Ende und dass es furchtbar und dramatisch ist und dass der Mensch, das Tier, das Lebewesen für immer komplett verschwindet. Aber ganz ehrlich, hätte ich dieses Denken, diese Erziehung, das, was unsere Gesellschaft hier in Deutschland uns so beibringt, so für mich beibehalten, ich glaube nicht, dass ich jetzt wäre, wo ich gerade bin. Denn dann hätte ich den Verlust, ehrlich gesagt, nicht so gut überstanden. Also habe ich angefangen, über den Tellerrand zu schauen. Ich habe drauf, geschissen, was die Gesellschaft mir bis dahin einreden wollte. Und ja, es war ein Prozess. Es war sehr heilsam, was ich erfahren durfte. Und inzwischen glaube ich nicht nur an ein Leben nach dem Tod. Vielleicht bist du an der Stelle raus, dann mach's gut. Ansonsten für alle, die da bleiben, hallo. Ich kann für mich sagen, dass ich weiß, dass es danach weitergeht. Und dieses Öffnen für eine komplett neue Denkweise hat mein ganzes Leben verändert. Es hat so einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Es hat alles wirklich positiv beeinflusst. Ich denke seit dieser Zeit viel öfter über meine Grenzen hinaus. Ich denke viel öfter darüber hinaus, was ich bis jetzt gelernt habe. Wenn mir ein Arzt irgendwas sagt, dann fange ich an, das zu hinterfragen. Denn der Arzt hat eine Meinung und er hat sein Wissen, aber er hat ja nicht das allgemeingültige Wissen. Ich schaue mir andere Lehren und Ansätze an und die Welt ist so voller Wissen, dass man wahrscheinlich in einem einzigen Leben, oder was heißt wahrscheinlich, dass man in einem einzigen Leben das alles gar nicht erfassen kann. Und da ist es doch manchmal ein bisschen arrogant oder dumm, wenn man einen Weg so strikt verfolgt, ohne nach links und nach rechts zu schauen, oder? Wir haben uns so in wissenschaftlichen Fakten und Denken verloren, dass wir viele andere Möglichkeiten auch ganz oft außen vor lassen. Doch ich denke, es lohnt sich extrem, das Wissen, was so faktisch und wissenschaftlich ist, mit dem etwas, ja, ich nenne es mal weicheren, spirituellen Wissen zu vereinen, das zu kombinieren und sich so ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten zu erarbeiten, ermöglichen.
Auf einmal sieht man, dass die Welt voller komplett unterschiedlicher Wege ist, die absolut neu sind für einen selber. Dass verschiedene Dinge in dein Leben passieren, um dir irgendwie den Weg zu weisen, auf manchmal sehr schmerzhafte Art und Weise. So gehören da nicht zum Beispiel nur Verluste dazu, auch die können Wegweiser sein. Nein, viel kleiner. Krankheiten oder noch kleiner, Symptome, können alles kleine Wegweiser und Zeichen sein, die dir sagen, dass du vielleicht gerade auf dem Lebensweg nicht ganz korrekt abgebogen bist. Es gibt da viele Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu gucken. Wie ich schon gesagt habe, ich nutze halt Human Design, ich nutze die Krankheitsbilderlehre von Rüdiger Dahlke, ich nutze energetische Heilmethoden. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, dass du dich so ein bisschen daran erinnerst, wie du als Kind warst. Als Kind waren wir doch alle kleine Abenteurer und Entdecker. Versuch dich zurückzuerinnern, wie du alles angestaunt hast, wie alles neu war, wie du ganz neugierig in deine Tage gestartet bist. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, dir etwas von dieser kindlichen Unvoreingenommenheit zurückzuholen, diese Abenteuerlust zurückzuerobern. Und es ist vollkommen egal, wie alt du bist, es gibt immer irgendwas Neues zu entdecken.